Wir sind hier im Landkreis Neu-Ulm, das heißt im Süden Deutschlands, direkt an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Am Standort in Föhringen, direkt an der A7 gelegen. Mein Name ist Harald Burzle, ich bin der Geschäftsführer der Hermann Bösch GmbH. Ich darf die Firma seit 2011 gemeinsam mit meiner Frau in der 6. Generation führen. Wir sind ein klassischer Familienbetrieb, haben knapp 60 Mitarbeiter und sind hier am Standort seit dem Jahreswechsel 2018/2019 mit der kompletten Belegschaft vertreten. Wir produzieren Holz- und Holz-Aluminium-Fenster und setzen dabei in erster Linie auf die Belieferung von anderen produzierenden Fensterbauunternehmen und möchten deren Produktion ergänzen um Sonderelemente wie Hebeschiebetüren, Bogenfenster, Schwingfenster, Flugtüren. All das, was in eine klassische, moderne Linienfertigung nur schlecht passt oder sich wirtschaftlich kaum integrieren lässt. Wir sind da das genaue Gegenteil. Wir sind sehr flexibel aufgestellt als eine klassische Werkstattfertigung und dabei beliefern wir den gesamten deutschsprachigen Raum und die Fensterbauer im angrenzenden Ausland. Mein persönlich erster Kontakt zur Firma Weinig kam über die Firma Maschinen-Krupp. Wir haben im Jahr 2012 die erste große Investition miteinander umgesetzt. Das war unsere erste Contorex gemeinsam mit einem Powermat. Und in den Folgejahren haben wir immer wieder irgendwelche kleineren und größeren Projekte miteinander in die Realität umgesetzt. Unser letztes Großprojekt haben wir im Jahr 2025 miteinander durchgeführt, die Ersatzinvestition unserer Contorex. Wir haben 3 Hobelmaschinen der Firma Weinig bei uns im Einsatz. Das sind 2 Powermaten und ein Cube. In erster Linie natürlich für die vierseitige Hobelbearbeitung ganz klassisch, aber auch zum Profilieren, gerade im Leistenbereich für unser Produktprogramm. Wir haben eine Längskreissäge von Weinig im Einsatz, die FlexiRip. Wir haben als Kappsägezentrum eine Opticat mit integriertem Bohraggregat und eben als Herzstück unserer Produktion die Contorex Vario L, auf der wir im Prinzip alle unsere geraden Teile allseitig mit Bearbeitungen versehen. Die größte Änderung im Produktionsablauf hat sich im Bereich von unseren Hebeschiebetüren ergeben. Im Prinzip haben wir die gesamte Profilierung, die im Vorfeld auf den Kehlmaschinen, auf den Powermaten stattgefunden hat, haben wir vom Powermat jetzt mit auf die Contorex Vario gepackt. Das spart natürlich einerseits sehr, sehr viele Umrüstvorgänge, die von sehr fähigen und sehr gewissenhaft arbeitenden Bedienern durchgeführt werden müssen und macht das Ganze einfach sehr viel wiederholgenauer, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir haben uns gemeinsam 7 Monate Zeit genommen, vom Vertrag bis zur Inbetriebnahme der Maschine. Wir haben dabei unsere Profilsysteme auf eine komplett neue Basis gestellt. Vor allem hat Weinig die Hürde überwinden müssen, uns in die Lage zu versetzen, dass wir die gesamte Datenanlage auch auf der Maschine selbst durchführen konnten. Das Ganze hat dann parallel stattgefunden, während die Maschine gebaut wurde. Entsprechend groß war der Zeitvorteil, aber entsprechend groß war vor allem der Vorteil, dass wir alle Dinge bereits testen konnten, bevor wir in die echte Inbetriebnahme gehen mussten. Wir haben eine ganz deutliche Kapazitätssteigerung im Gegensatz zu unserer alten Lösung. Entsprechend konnten wir eben viele Bearbeitungen, gerade im Bereich der Profilierung unserer Hebeschiebetür, mit auf die Maschine nehmen, was vorher nicht möglich war. Die Stromersparnis mit wesentlich weniger An- und Abfahrvorgängen. Auch das ist deutlich spürbar. Auf der anderen Seite wird man jetzt unterstützt von einer deutlich verbesserten Kollisionsüberwachung, die uns gerade bei unseren Sonderelementen, die auch wir oft nur einmal fertigen, sehr viel Sicherheit gibt, ob die Dinge, die wir vorhaben, auch umsetzbar sind, vor allem auch umsetzbar, ohne dass wir irgendwelche Schäden verursachen. Die Kombination Opticat mit der Powerdrill, das war in gewisser Weise ein glücklicher Zufall. Die Entwicklung kam gerade zu dem Zeitpunkt auf den Markt, als wir mit euch im Gespräch waren wegen einer Kappanlage. Und das war für uns eigentlich wie die Faust aufs Auge, um einen ganz großen Engpass in unserem Haus zu lösen, und zwar die Eckverbindung unserer Hebeschiebetür. Wir haben in der Vergangenheit die obere Hebeschiebetürzarge eben außerhalb der Contorex profiliert und bearbeitet. Entsprechend war es auch aufwendig, hier eine Eckverbindung herzustellen. Und diese Eckverbindung haben wir dann künftig einfach integriert in das Kappen der oberen Zarge und haben dann gleichzeitig die Eckverbindungsbohrungen dort angebracht. Und das mit einer Genauigkeit, die einer CNC-Bearbeitung in nichts nachsteht.
Bohren ist grundsätzlich auf jedem Bearbeitungszentrum ein relativ langwieriger Vorgang. Natürlich jede Bohrung, die ich auf der Contorex sparen kann, ist ein echter Kapazitätsvorteil. Und wenn ich natürlich schon im Bereich des Ablängens der Kantelbohrungen integrieren kann, spart das bares Geld und spart das Kapazität auf dem Bearbeitungszentrum. Das Besondere an den Weinig-Maschinen ist die Qualität, für die Weinig auch steht, die Langlebigkeit. Und die zeigt sich vor allem darin, dass die Maschinen ja oft über Generationen betrieben werden. Und was eben schon auch auffällt bei Weinig-Maschinen, dass man bereit ist, tatsächlich spezielle Maschinen für den Fensterbau zu bauen. In der Regel sind die Maschinen schon tatsächlich auf die Bedürfnisse angepasst, wie es denn der Fensterbauer auch tatsächlich braucht. Weinig bringt den Vorteil mit, dass sie sich sehr gut im Fenster auskennen und eben nicht nur in ihrer Maschine. Das zeigt sich dann sowohl schon im Vertrieb, wenn es darum geht, die Maschine auszustatten, aber auch nachher in der Betreuung. Die Mitarbeiter, die man am Telefon hat, sind in der Regel alles Mitarbeiter, die selber als Maschinenbediener Erfahrung mitbringen und entsprechend auch die Probleme kennen. Wir haben einen sehr unkomplizierten Zugriff auf Ersatzteile aller Art. Das in Summe, das ist das, was Weinig für uns ausmacht.